Ein Leben auf Reisen. Das bedeutet, täglich Neues zu entdecken, neue Eindrücke, neue Orte, neue Menschen. Aber es bedeutet eben auch, nach einer gewissen Zeit Abschied zu nehmen und weiterzuziehen. Im heutigen Video begleitest du mich durch eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich nehme Abschied von meiner liebsten Reisegruppe. Ich habe gerade nicht damit gerechnet, auch dass es mich so mitnimmt. Ich verabschiede mich von Griechenland und sogar von meinem Wohnmobil. Denn für mich gibt es einen kleinen Neuanfang auf eine andere Weise. Aber da sind wir noch nicht. Gerade genieße ich noch das letzte Wochenende mit Patrick, Sven und Sandra. Ich kann das irgendwie so gar nicht richtig glauben, dass meine Zeit in Griechenland sich jetzt vorerst erstmal dem Ende nähert. Es fühlt sich richtig komisch an, weil ich habe das Gefühl, dass irgendwie jetzt jeder Tag könnte einfach so weitergehen. So. Es könnte jetzt noch wochenlang so weitergehen. Das wäre irgendwie auch schön. Es fällt mir einfach gerade ein bisschen schwer, mir vorzustellen, dass ich ab Anfang der Woche wieder alleine reise. Ich lebe im Moment und im Moment essen wir gleich hoffentlich einen leckeren Kuchen. Ich denke mal, wir sind im Finale. Ja. Patrick macht noch die letzten Aufnahmen von unserem Camp. Was passiert heute denn? Ja, heute ist ein sehr trauriger Tag. Ja. Obwohl das Wetter schön ist, die Sonne scheint, es ist schon angenehm warm. Aber du wirst uns heute verlassen hier. Ja, das stimmt. Und es hat echt eine Menge Spaß gemacht die letzten Tage, beziehungsweise Wochen kann man ja schon sagen. Und ja, ich finde das immer so ein bisschen traurig dann. Also wenn es einfach passt, also alleine reisen macht ja auch Spaß, aber wenn man sich da mal so zusammengefunden hat in einer Gruppe und das passt einfach und dann macht es ja auch sehr viel Spaß zusammen zu reisen. Und dann löst es sich dann so auf. Es ist immer, aber ich bin halt generell so ein Mensch, ich kann mit Abschied ich auch nicht. Sehr schwer umgehen immer. Ne? Ja. Naja. Ich weine eigentlich nicht oft bei Abschieden, so, außer bei meiner Oma vielleicht. Und ich habe gerade nicht damit gerechnet, auch dass es mich so mitnimmt. Ich muss jetzt weiterfahren. Ich muss noch den Schlüssel abgeben. Wir waren ja in der Werkstatt letzte Woche, die ganze Woche, und sind gar nicht so viel weitergefahren. Aber wir haben den Werkstattschlüssel mitgehen lassen, also den Zweitschlüssel, den hat er uns gegeben. Deswegen muss ich den noch zurückbringen. Ich mache ja gerade eine kleine Pause und bin irgendwo zwischen Traurigkeit, weil das jetzt schon schade war, der Abschied, und auf der anderen Seite eine sehr große Dankbarkeit, noch eine Vorfreude. Es ist auch gerade so schön zu fahren mit der Sonne. Ich habe gerade auch das Gefühl, ich sehe Griechenland zum ersten Mal. Ich habe auch erst mal ein bisschen gebraucht, um in Griechenland so reinzukommen. In Spanien hatte ich das auch am Anfang, dass ich ein bisschen brauchte, reinzukommen, und dann habe ich mich ja so wohl in Spanien gefühlt, also wirklich. Und ich habe nicht gedacht, dass ich das Gefühl in Griechenland auch bekommen könnte, aber es ist gerade so ein bisschen passiert, dass ich mich sehr, sehr wohl fühle, was auch an den Menschen im Prinzip liegt. Auch diese Begegnung, gerade noch mal in die Werkstatt zu gehen, und man kennt sich und man wird gegrüßt, und Perry, der Werkstattleiter, ist ja auch so nett und bietet dann auch gleich an, wenn du irgendwann mal ein Problem hast mit Griechisch, melde dich bei mir, und das ist so viel wert. Das macht einfach sehr viel auch dieses Sicherheitsgefühl und dieses Wohlfühlen aus. Und das ist so paradox, dass es genau jetzt kommt, wo ich in 4 Tagen im Flieger sitze und
Ach, ich weiß auch nicht. Auf der einen Seite, man soll gehen, wenn es am schönsten ist, aber auf der anderen Seite ist es auch nur so ein blöder Spruch, um nicht zu traurig zu sein, dass etwas richtig Schönes zu Ende geht. Das war sehr schön, aber es ist auch ein bisschen frisch draußen. Es sind gerade mal 10 Grad. Geht schnell wieder rein. Und mein Auto steht auch noch im Schatten. Hier ist gefühlt noch mal 10 Grad kälter. Ich habe schon alles wieder zusammengepackt jetzt und bin ein bisschen traurig, dass ich schon weiterfahre. Aber in der Kürze liegt die Würze. Mit diesen ganzen Sprichworten versuche ich mir das hier alles schön zu reden. Und ich werde heute meine letzte große Strecke antreten. Nach Thessaloniki. Ich werde heute wahrscheinlich 6 Stunden Auto fahren und muss auch noch eine Plane kaufen gehen, weil ich mein Wohnmobil gerne abdecken möchte, solange es hier steht, weil es halt nicht ganz dicht ist. Und wenn ich in Thessaloniki bin, habe ich auch endlich ein bisschen mehr Zeit, das hier alles zu erklären, was ich überhaupt tue, warum ich hier einmal quer durch Griechenland fahre und ja, was das alles überhaupt soll. Aber jetzt geht's erstmal los, denn es ist schon ziemlich spät. Also let's go. Battery 90%. Während ich hier durch die Landschaft blitze, hat mein Rückspiegelanhänger die schönsten Regenbögen in mein Fahrerhäuschen gezaubert. Daher an dieser Stelle eine kleine Erinnerung, dass du den Rückspiegelanhänger und alle Ohrringe, die ich immer in meinen Videos trage, in meinem Online-Shop findest. Der Link ist in der Infobox. Dort findest du außerdem auch sehr schöne Messer. Die Sachen sind alle handgemacht in unserer Werkstatt in Deutschland und werden auch von dort verschickt. Das mit dem Baumarkt war jetzt viel unkomplizierter als gedacht. Ich bin ja einfach gefahren, habe Schild gesehen, Praktika und dachte mir, das klingt nach Baumarkt. Ich habe hier zweimal 20 Meter Schnur gekauft. Ich kann sowas immer gar nicht einschätzen, wie viel man da braucht. Und die größte Plane in wasserdicht, die es gab. 6 x 8 Meter. Da passt mein Auto auf jeden Fall drunter und ist auch eine sehr hochwertige Plane. Da freue ich mich wirklich drüber. Weil sowas wollte ich schon länger mal haben. So eine tolle, wasserfeste Plane. Jetzt wird's ernst. Ah, okay. Mir wurde mit jedem Meter mehr und mehr bewusst, was ich mir da überlegt hatte und dass ich aus der Nummer jetzt auch nicht mehr rauskomme. Die ganze Sache erschien mir auf einmal etwas wahnsinnig, aber ich hatte echt gute Laune. Solche Momente sind ja auch immer schön, weil man sich so wunderbar lebendig fühlt. Ich will mein Auto unbedingt noch waschen, weil das jetzt ja auch ein bisschen am Meer stand, wegen dem Salz und so. Ich bin jetzt hier an so einem, keine Ahnung, Self-Service-Ding. Nur irgendwie meinte so ein Typ gerade, dass er mir mein Auto wäscht. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier arbeitet oder ob, keine Ahnung. Ich warte jetzt einfach mal, was passiert. Ist das ein Mitarbeiter, mit dem ich da rede? Ah, okay, cool. Danke. Das war jetzt mega nett. Dieser Typ war wirklich kein Mitarbeiter oder so. Der hat mir einfach mein Auto gewaschen. Erst habe ich mit seiner Tante telefoniert, die irgendwie Deutsche ist. Und die meinte dann, ja, ihr Neffe, der ist voll nett und der will dir jetzt helfen. Und dann hat er einfach mein Auto gewaschen. Und ich war so, okay, danke dir. Voll cool. Ich bin fast am Ziel. Ich habe nur noch 20 Kilometer, dann bin ich an meinem Endziel für heute und bin auch ziemlich geschafft. Es sieht vielleicht hier in dem Video nicht so aus, aber ich bin gestern und heute wirklich jeweils 6 Stunden gefahren. Das ist natürlich auch schon ganz schön viel. Deswegen schaue ich jetzt, dass ich ankomme. Hello, ich bin angekommen hier auf dem Platz, auf dem ich auch mein Wohnmobil jetzt lassen werde. Das ist hier so ein bisschen geteilt. Im vorderen Bereich ist einfach Campingplatz, wo man
campen kann. Und hinten ist dann quasi das Langzeitparken. Deswegen kann ich jetzt gerade gar nicht so viel vorbereiten. Die Plane werde ich dann erst morgen drauf machen, wenn ich dann auch da hinten parke. Ich wollte jetzt aber mal erzählen, was ich überhaupt hier mache. Ich wusste die ganze Zeit, dass ich Anfang des Jahres eine Freundin auf einem anderen Kontinent besuchen möchte. Und das ist zeitlich auch bei ihr nur so geht. Das heißt, für mich war klar, gut, dann muss ich halt dann Anfang des Jahres mit meinem Wohnmobil wieder in Deutschland sein, um eben diese zweite Reise antreten zu können. Ich hatte aber auch noch nichts gebucht oder so, keine Flüge. Es war halt nur so die ungefähre Planung. Und als ich dann mit dem Wohnmobil losgekommen bin, war das ja auch ein bisschen später als von mir eigentlich gedacht. Und ich habe dann schon beim Losfahren immer mal wieder nachgerechnet, so wie viel Zeit ich jetzt eigentlich noch habe, bis ich wieder zurückfahren muss. Ich habe aber schon dann auf dem Hinweg in Kroatien und Bosnien ja immer wieder diese Schilder gesehen mit Schneekettenempfehlungen und halt auch diese Schneestecken, also die Straße markieren, wenn sehr viel Schnee liegt. Und ich war dann immer so, okay, ich fahre hier mitten im Winter zurück. Ich habe nicht mal Winterreifen drauf. Und das hat mich schon beschäftigt. Ich habe aber versucht, das zu verdrängen, weil ich mir dachte, naja, keine Ahnung, wird schon werden. Und dann hatte ich eine schicksalshafte Begegnung mit einem Österreicher an den heißen Quellen in Albanien. Und der meinte dann relativ klar zu mir, also Jana, mitten im Winter über die Alpen mit deinem Wohnmobil ohne Winterreifen ist eine richtig blöde Idee. Mach das nicht. Und ich meine, ja, wahrscheinlich wäre ich irgendwie auch zurückgekommen. So, es gibt immer einen Weg. Aber ja, ich habe mich halt auch selber die ganze Zeit schon mit dem Gedanken nicht so gut gefühlt. Nicht nur wegen den Straßen, sondern auch, ich brauche halt auch 1,5 Wochen zurück. Generell die Temperaturen, dann campen, wenn es so kalt ist, hatte ich jetzt auch nicht mega Bock drauf. Und dann war für mich klar, gut, ich fahre schon mal mit dem Wohnmobil nicht zurück im Winter. Dann habe ich überlegt, ob ich diese zweite Reise, die ich geplant habe, auf dem anderen Kontinent, ob ich die einfach absage. Weil, um ehrlich zu sein, war mir das dann auch ein bisschen viel so. Ich war ja gerade auf dieser Reise, dann sollte schon die nächste folgen. Ich war dann in Albanien auf einem Campingplatz, um mich ein bisschen zu sortieren und habe mir so 3-4 Tage genommen, um das alles mal zu klären und jetzt einfach meinen weiteren Verlauf zu planen und abzuwägen und habe dort auch der Tochter der Campingplatzbesitzerin von meiner Misere erzählt. Und sie hat mich nur angeguckt und war so, hä, natürlich machst du diese Reise. Es war einfach für mich eine neue Perspektive, weil wahrscheinlich hat sie diese Möglichkeit auch nicht so. Und deswegen dachte ich mir dann so, ja Mensch Jana, du bist echt meckern auf hohem Niveau. Natürlich machst du sowas so. Wo ist dein Abenteuergeist? Und ich weiß noch, nach dieser Unterhaltung mit dem Mädchen, ich bin in meinem Wohnmobil, habe dieser Freundin geschrieben und habe gesagt, wir müssen telefonieren, Elisa, ich will diesen Flug jetzt buchen. Und so bin ich hier in Thessaloniki gelandet. Das hat sich dann alles wunderbar gefügt. Mir wurde nämlich dieser Platz hier empfohlen. Und ich kann hier ruhigen Gewissens mein Wohnmobil stehen lassen. Bevor es dann aber losgehen konnte, musste ich noch einiges vorbereiten. Ich habe einigermaßen gut geschlafen, muss ich sagen. Jetzt gerade steigt die Aufregung. Es ist jetzt um 11. In 2 Stunden muss ich mich auf den Weg zum Flughafen machen. Die Frau hier, die Marina, fährt mich auch hin, deswegen das ist zumindest entspannt. Ich fahre jetzt mal hier 3 Meter weiter auf den Platz, wo ich dann quasi final auch stehe, damit ich die Plane drauf machen kann. Ja, und auch noch irgendwie andere Sachen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen planlos, was man so macht, wenn man sein Wohnmobil Wochen irgendwo stehen lässt. Tja, keine Ahnung. Mal sehen, ne? Ich weiß auch nicht, die Sache ist irgendwie, die wird immer skurriler. Gott, das sieht Leni jetzt die nächsten Wochen, sieht sie diese Aussicht. Oh mein Gott, es tut mir so leid, aber ich komme ja wieder. Sie hat außerdem tolle Gesellschaft hier von Wohnwegen. Mein Bad sieht jetzt ein bisschen müllig aus. Ich habe jetzt hier alle Lebensmittel, die ich noch habe, in Tüten gepackt. Also da ist jetzt auch nichts Krasses drin. Hauptsächlich Tee oder Nüsse oder so. Also eh trockene Sachen. Und von meinen Kanistern habe ich überall die Deckel abgemacht. So, ich versuche jetzt hier die Plane nach oben zu angeln. Ich muss sagen, allein ist es echt bescheuert, so eine riesen Plane aufs Dach zu machen. Ist schon mein zweiter Anlauf. Ich hatte sie schon mal oben und dann ist alles wieder runtergeweht.
Mir ist dann auch noch in der letzten Minute eingefallen, dass ich eigentlich auch noch meine Batterie abklemmen wollte. Da ist das Scheißteil, es ist ab. Alles etwas eng hier gerade. Ich habe jetzt noch 10 Minuten, hier die Strippen alle fertig eng zu ziehen und dann geht's zum Flughafen. Ich bin gerade komplett platt. Was habe ich mir da wieder überlegt alles? Ich habe dann kaum noch gefilmt, da es zeitlich einfach echt knapp wurde. Es hat aber alles hingehauen und ich saß fix und fertig im Flieger und war noch überhaupt nicht bereit für all das, was jetzt die nächsten Wochen so passieren wird. Ich verrate schon mal so viel. Es geht nach Japan. Mehr dazu im nächsten Video.